Saubere Runde, alles richtig gemacht und trotzdem I-Rating weg. I-Rating steigern heißt nicht jede Runde härter pushen. Klar, eine Basis-Pace brauchst du. Wer 3 Sekunden zu langsam ist, dem hilft auch keine Taktik. Aber sobald du im Feld mithältst, gewinnt nicht mehr die Hotlap. Ab da gewinnt dein Kopf. Ich bin von 1268 auf über 4400 hoch. Nicht, weil ich von heute auf morgen sauschnell war, sondern vor allem, weil ich angefangen habe, anders zu entscheiden. Und deshalb der eine Satz, der alles erklärt. I-Rating misst im Kern eine Sache, deine Zielposition, relativ zu den Ratings der anderen im Feld. Jeder, der vor dir ins Ziel kommt, nimmt dir Punkte weg. Jeden, den du dahinter lässt, schlägst du. Und schlägst du einen Stärkeren, ist das Mehrwert. Und das Entscheidende, nichts anderes zählt. Nicht der Startplatz, nicht die Positionen zwischendurch, nicht deine Inzidenz. Nur, wer steht am Ende vor dir, wer hinter dir. Heißt, Pace bringt dir genau dann was, wenn sie dich am Schluss vor jemanden bringt. Sonst war sie nur Risiko. Hebel Nummer 1 und der größte: Ankommen. Ja, beendest du das Rennen nicht, stehst du im Ziel ganz hinten. Jeder davor nimmt dir Punkte weg. Also ein DNF macht dir 5 saubere Rennen kaputt. Und das Problem? Du fährst nicht allein, du fährst im Mittelfeld. Und das Mittelfeld ist, sagen wir, sportlich. Das sind Fahrer, die ihre Linie nicht halten oder sie gar nicht kennen, am Apex plötzlich voll in die Eisen gehen oder nach einem Fehler ohne Bremse zurück auf die Strecke rollen. Und die kannst du nicht verändern. Dein Job ist da heil durchkommen. 3 Regeln haben mir das gerettet. Erstens, lass Platz, wo du eigentlich keinen geben musst. Und geh davon aus, dass der vor dir und hinter dir gleich einen Fehler machen. Zweitens, in der ersten Runde gewinnst du nicht das Rennen. Die überlebst du. Da geht das meiste I-Rating drauf, nicht in der Runde 20. Drittens, wenn eine Lücke aufgeht, nur weil der andere seinen Fehler korrigieren muss, dann ist das keine Lücke. Lupf lieber kurz. Der Lupfer kostet 2-3 Zehntel. Und der Kontakt könnte dich das ganze Rennen kosten. Hebel Nummer 2, nicht jeden Kampf kämpfen. Nur die richtigen. Jede Position zählt, aber wirklich nur, wenn du sie ins Ziel bringst. Also rechne, bevor du reinstichst. Von P8 auf P7 bringt dir das eine Handvoll I-Rating, wenn überhaupt. Aber ein Crash kann dich 50 kosten oder 3 bis 5 saubere Rennen. Das ist kein Mood-Thema, das ist eine saubere Rechnung vor jedem Move. Bringt mir das mehr, als ein Kontakt mich kostet? Wenn nein, lass es. Vor allem, wenn der andere auffällig und aggressiv fährt. Setz ihn lieber unter Druck, bis er den Fehler macht. Und spar dabei Sprit. Hebel Nummer 3, fehlerfrei und konstant. Auf deiner eigenen Pace. Der häufigste Fehler ist nicht so langsam zu sein. Es ist die Pace eines anderen zu fahren, die du gar nicht halten kannst. Du klebst hinten dran, gehst 2 Runden voll ans Limit und dann in Runde 3 steckst du im Kies. Oder deine Reifen sind durch. 3 saubere Runden auf deiner eigenen Pace bringen dich weiter als eine schnelle, die im Kies endet. Konstant schlägt Spitzen. Immer. Also erst reproduzierbar fahren, dann schneller werden. Hebel 4. Versteh, wie dein I-Rating im Feld verteilt wird und wähle danach, was du fährst. Dein I-Rating ist relativ. Bist du der Stärkste im Feld, erwartet dich das System vorne. Wirst du dann Achter, verlierst du auch I-Rating ohne Fehler. Bist du schwach, aber fährst in einem sehr starken Feld, kannst du auch in der unteren Hälfte I-Rating gewinnen. Das Feld selbst mit seinem SOF, der Strength of Field, suchst du dir nicht aus. Nur die Serie und die Uhrzeit. Und das macht den Unterschied. Je weniger Leute eine Serie fahren, desto gröber sortiert dich das System ein. In einer Nischenserie kann es passieren, dass du mit 1000 I-Rating plötzlich gegen einen 5K-Fahrer fährst. So ein Feld bringt Chancen. Macht der 5K-Fahrer einen Fehler und du landest vor ihm, nimmst du ihm richtig viel I-Rating weg. Ja, er muss vorne sein, sonst verliert er. Ein anderer dir vielleicht unbekannter Punkt: I-Rating hängt nicht von der Rennlänge ab. Ein kurzes kann genauso viel bringen wie ein langes. Wenn du schnell und viel fahren willst, sind kurze 15-Minuten-Rennen mit weniger Risiko also effizienter. Und lass erstmal Multiclass weg. Überrundungen sind ein Risiko, das du nicht brauchst. Heißt, was du fährst und wann du fährst, zählt genauso wie deine Fahrweise. Und damit es keiner falsch versteht, das hier bringt dich vor allem durch die ersten 3500 I-Rating. Und da steckt der Großteil von uns Simracern. Ab einem SOF von 3500
100 fahren die meisten schon sauber. Die kennen die Linie und die Top 5 haben teils die Pace von 5K-Fahrern aufwärts. Da gewinnst du nicht mehr übers reine Überleben. Je höher du kommst, desto wichtiger die Pace. Aber Pace, die du unter Druck hältst. Das iRacing-Rating-System in einem Satz: mehr Pace allein steigert dein iRating nicht. Weniger Fehler schon. Ankommen, die richtigen Kämpfe, die eigene Pace, die richtige Serie. Das hier ist meine Kurve. Ich war an keinem Punkt plötzlich ein anderer Fahrer. Ich habe nur aufgehört, ständig über meinem eigenen Limit zu fahren und Rennen wegzuwerfen. iRating ist kein Pace-Wert. Es ist wirklich ein Entscheidungswert. Schreib mir unten in die Kommentare, welcher dieser 4 Hebel für dich die größte Baustelle ist. Ankommen, die richtigen Kämpfe, die eigene Pace oder die richtige Serie. 1 bis 4 reicht. Und wenn du an deiner Pace und Fahrtechnik arbeiten willst, ich habe dir einen gratis Fahrplan verlinkt, der die Schritte durchgeht. Kostet nix. Und einen Gruß noch raus an Fabe. Schön, dass du dabei bist. Und stark, dass du dich so früh so sauber mit diesem Thema beschäftigst. Gib Gas, aber du weißt schon, mit Köpfchen. Abo dalassen, dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Servus und wir sehen uns auf der Strecke.